Personal ist schwer zu finden, deswegen muss man immer mehr gucken auf Automatisierung, vereinfachte Arbeitsweisen, vereinfachte Maschinen. Deswegen ist dort eben auch immer ein Hauptaugenmerk darauf, die Bedienung einer neuen Anlage relativ einfach zu halten, aber trotzdem ein sicheres Produkt herzustellen. Mein Name ist Britt Steiner, ich bin die Werksleiterin von der MTN Neubrandenburg GmbH, seit mehr als 14 Jahren im Unternehmen. Hier am Standort produzieren wir seit 1984 Hämodialysekonzentrate. Seit 2020 gehören wir zur Unternehmensgruppe Nipro Medical Europe. Derzeit stellen wir 25 Millionen Liter Dialysekonzentrat her. Wir planen 5 Jahre voraus und sagen, okay, die Produktion wird sich erweitern mit den Anforderungen, die dort weiter zu erfüllen sind, aber auch mit dem wachsenden Markt. Wie für jeden Hersteller spielt der ökonomische Aspekt eine Rolle, aber tragende Rolle bei der Medizinprodukteherstellung ist die Qualität. Und deswegen gehen wir nicht nach dem Prinzip, der günstigste ist auch der für uns am geeignetste, sondern dort spielt wirklich die Qualität eine herausragende Rolle. Also wir haben gerade ein System jetzt bei Wipotec ausgesucht, was ein Komplettpaket anbietet. Das heißt, es ist abgestimmt worden mit der derzeitigen Anlage. Mein Name ist Martin Groß, ich bin Leiter Operation bei der MTN Neubrandenburg, bin seit 2008 in dem Unternehmen und zuständig für die Produktion, sowohl für die Befüllanlagen als auch für das Labeling und die Verpackung. Wir kommen aus unserem Betriebssystem, gehen auf eine Druckeinheit, die dort das Label dann druckt. Dann kommt die Spendeneinheit und die Wipotec-Anlage überprüft die Daten, die dort von dem anderen System kommen. Heißt, auch für unsere Produktionsmitarbeiter sind es dann einige Schritte, die sie am Tag machen müssen, weniger. Es ist einfach zu bedienen, dass wir eben nicht einen studierten Mitarbeiter daran stellen müssen, um die Anlage überhaupt zu verstehen, sondern einfache Bedienung und eben 100% Kontrolle fürs Produkt. In der Vergangenheit waren wir ungefähr bei 65% der Störungen, dass es auf die Etikettierung zurückzuführen war. Ich würde das Ganze jetzt einschätzen, dass wir vielleicht von den Störfällen an dieser Anlage bei 2% zurückführen können auf die Labeling-Anlage. Beim Kamerasystem war uns wichtig, dass wir an der Kamera nicht viel verändern müssen, sondern dass alles von der Grundsteuerung von der Hauptanlage ausgeht. Und das ist bei der Wipotec-Anlage gegeben, dass wir eben wirklich sagen können, es ist immer der gleiche Abstand, egal ob ein großes Etikett oder ein kleines Etikett. Und sie reagiert, wenn der Barcode nicht lesbar ist. Und das ist für mich eben auch ein großer Nutzen, der dadurch entstanden ist. Wir sind eben gewiss, dass wir den Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie völlig Folge leisten. Für uns ist es ein großer Schritt in die richtige Richtung gewesen. Wenn wir jetzt die Voraussetzungen schaffen, um eine komplette neue Anlage aufzubauen, bietet Wipotec eben die Möglichkeiten, dann dieses System auch zu koppeln mit einer neuen Anlage. Und das war eigentlich für uns Grundvoraussetzung in der Auswahl auch des Anbieters für unsere Erfordernisse. Die Anlage haben wir damals so konzipieren lassen, dass wir als Baukastenprinzip gewisse Einheiten austauschen können. Das heißt, wir haben dort ein kleineres Förderband, was jetzt einfach nur den Kanister von A nach B transportiert. Für den späteren Verlauf wollen wir dann eine Durchlaufwaage dort mit reinbringen, dass alle Einheiten genauso wie beim Labeling vom Barcode, Lesbarkeit und genauso das Füllgewicht dann überprüft werden kann zu 100%. Und das ist eigentlich ein entscheidender Punkt, dass man nicht nur von einer Seite denkt, sondern dass die andere Seite sich auch mit einbringt und dazu beiträgt, dass insgesamt ein neuer Prozess entwickelt wird. Unterm Strich bin ich sehr zufrieden, weil letztendlich war für mich aus der Produktionssicht auch ausschlaggebend, welcher Anbieter einer Labeling-Maschine kommt schon in Frage für die nächsten Projekte. Das heißt, wie flexibel gehen Sie auf meine Vorstellungen in der Produktion ein? Was lässt sich verändern? Wie geht man mit Kritik um? Wie hilfsbereit ist man drin? Und wie viele eigene Ideen kommen von dem Unternehmen, was mit uns zusammenarbeiten möchte? Und da sehe ich schon große Chancen, dass wir auch die anderen Labeling-Strecken dann mit Wipotec umsetzen können, auch wenn es dort komplett andere Voraussetzungen sind wie bei der Kanisterabfüllung jetzt. Und auch den Austausch, den wir mit der Firma hatten, angenehme Zusammenarbeit. Danke dafür.